Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Martin und in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr die ersten Items in Alchemy RPG erstellt. Mit diesen Worten, liebe Community, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. In unserem Beispielsfall mache ich ein Szenario oder nehme ein Szenario, gehe nicht in den Winterwald, was ich bei Pen & Paper Info anbiete. Und nun viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem Zuweisen eines Items. Wir klicken auf unseren Spieler oder unsere Spielerin, einmal die rechte Maustaste, klicken auf View und gehen hier oben auf den Bearbeiten-Button, um in den Spieler selbst hereinzukommen. Im ersten Schritt gehen wir direkt auf Equipment. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dem Spieler oder die Spielerin ein Item zuzuweisen. Und genau das werden wir uns jetzt ansehen. In dem ersten Video werden wir erstmal auf einfache Items eingehen. Momentan funktioniert das Item-Erstellen auch manchmal ein bisschen schlechter als besser. Dafür ist Alchemy RPG meiner Meinung nach aktuell Anfang März 2024 noch nicht gemacht. Aber dennoch möchte ich euch das zeigen, denn auch hier wird ja kontinuierlich weiterentwickelt. Von daher dranbleiben. Wir gehen auf Add Item, wählen hier einen Namen aus und nennen das ganze Item mal einen Stock. Wählen hier oben auf diesem Button auf. Das heißt, wir sehen ja hier diesen Avatar. Das haben wir schon bei Spielercharakteren gehabt oder NPCs. Können wir ein beliebiges Bild auswählen. Und da ich gerade kein Bild von einem Stock parat habe, nehmen wir einfach das Bild von meinem YouTube-Kanal. Einen Opteryx an dieser Stelle und das wird dann hier hinzugefügt. Im nächsten Step klicken wir einmal auf Description, können eine Beschreibung hinzufügen und sagen, das ist ein einfacher Stock. Wirklich mit etwas anfangen kann man damit nicht. Und nun können die Spieler oder die Spielerin natürlich entscheiden, ob dieser Stock irgendwann nützlich sein könnte. In gewissen Situationen, um vielleicht was aus der Ecke zu poolen oder whatever, kann man sich verschiedene Sachen einfallen lassen. Unter Action können wir dem Gegenstand noch eine Action hinzufügen, was wir auch bei Spieler und Spielerinnen machen können. Das Thema haben wir auch schon mal angeschnitten, lassen wir jetzt aber für diesen Part erstmal aus. Gehen einmal auf das Action hier und wählen jetzt hier einen Stock aus. Gehen nochmal auf Edit hier oben drauf und können auch hier beim Item-Typ erstmal auswählen, was es ist zum Beispiel. Denn ihr habt gerade gesehen, bewusst habe ich das gemacht, so richtig was konnte man hier noch nicht einstellen. Deswegen gehen wir auf Edit. Gehen auf Common Item und gehen auf Basic Item hier einmal drauf bei dem Typ und sagen jetzt, ich möchte dem Spieler oder der Spielerin das 3 hinzufügen. Der Wert sind 2 Silber und ein LBS ist das Ganze. Das heißt, dieses Gewicht wird nicht in Kilogramm, sondern in LBS gemessen. Das ist wichtig zu wissen. Bei Properties könnt ihr noch Eigenschaften hinzufügen, zum Beispiel Ammunition, dass es eine Munition ist, dass ihr den so Text hinzufügen könnt, damit die Spieler und Spielerinnen noch zusätzlich eine Unterstützung haben können, für was die das Ganze verwenden können. Ihr könnt einstellen, dass das Ganze consumable ist, das heißt, die Spieler und Spielerinnen können das konsumieren, damit wird es verbraucht. Das hat im Mindtest noch nicht immer so ganz funktioniert, aber wie gesagt, das Ganze ist auch noch nicht 100% fertig und Alchemy RPG in der ständigen Entwicklung. Wir gehen auf Speichern und sehen jetzt hier, dass unser Charakter, der Alfred Meyer, auch hier sehen wir es, einen Stock hat, das im Equipment von ihm angezeigt wird, denn wir spielen gerade als er. Und der Spieler oder die Spielerin bekommt das dann auch entsprechend angezeigt. Und so fügt ihr erstmal ein einfaches Item hinzu. Ich möchte dieses Video auch nutzen, um aber auf etwas hinzuweisen. Und hier erkennt man ganz gut, dass Alchemy RPG, auch wenn es ein Dungeons & Dragons Implementation gibt, wenn ihr ein Premium-Mitglied seid und dann die anderen Spieler auch mitspielen können, die brauchen das Premium dann natürlich nicht. Seht ihr bei Custom-Item-Erstellung, wenn wir nochmal auf rechte Maustaste View klicken, gehen hier auf Edit und wollen jetzt hier mal eine Rüstung hinzufügen, eine einfache Rüstung. Und wählen hier den Rüstungspunkt aus, also Armor an dieser Stelle, sehen wir, dass es nicht wirklich viele Einstellungen gibt. Dasselbe, wenn wir jetzt hier auch mal auf Weapon klicken, da sehen wir, dass wir bei Custom Items Stand jetzt, Anfang März 2024, noch nicht viel erstellen können. Da sehen wir auch die erste Schwäche bei Alchemy RPG, aber vor allem für erzählerischere, sage ich mal, Pen-and-Paper-Runden ist Alchemy RPG für mich bis jetzt die beste Alternative, um darauf zurückzugreifen. Natürlich kann es auch noch andere geben. Ich weiß, es gibt super viele andere. Deswegen meine Frage an euch. Wie sieht es da bei euch aus? Hier kann es natürlich auch sein, dass sich noch viel ändert. Aber für dieses Video soll es das erstmal gewesen sein. Wir werden uns das Thema Items nochmal anschauen, wenn es mehr Neues gibt. Wir gehen zum Abschluss. Damit, liebe Community, sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Das habt ihr wahrscheinlich an meiner Stimme auch gehört. Und ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Meine Frage an euch nochmal, welches VTT, welchen virtuellen Tabletop nutzt ihr persönlich sehr, sehr gerne? Für welche Genres nutzt ihr es und welchen nutzt ihr speziell für welche Genres? Rein in die Kommentare damit. Mit diesen Worten, liebe Community, sehe ich euch hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, denkt daran, ihr seid die Besten, keine anderen. Euer Martin, macht es gut. Ciao.